Lena, kann ich dich was Persönliches fragen? Klar, jetzt bin ich gespannt. Was ist passiert? In meinem Deutschkurs hat mich heute jemand plötzlich geduzt. Plötzlich geduzt? Ja, erst hat sie gesagt, haben Sie die Aufgabe verstanden? Und 5 Minuten später, kannst du mir kurz helfen? Ah, Genau, ah. Und jetzt sitze ich hier und denke, war das nur Grammatik oder war das ein Zeichen? Jonas, du willst wissen, Flirt oder nur höflich? Ja, und ich hasse, dass ich es nicht weiß. Dann machen wir heute keine Grammatikstunde. Wir machen eine kleine Untersuchung. Wie Detektive? Genau. Fall Nummer eins: Das mysteriöse Du. Also, im Deutschen gibt es sie und du. Das weißt du schon. Leider ja. Ich habe Angst vor beiden. Verständlich. Sie ist formell. Du ist persönlicher. Also bedeutet du Nähe? Das Du kann Nähe zeigen. Aber Achtung, es bedeutet nicht automatisch Romantik. Nicht? Nein. In einem Deutschkurs sagen viele Leute schnell du, besonders wenn alle ungefähr gleich alt sind oder wenn die Atmosphäre locker ist. Also war es vielleicht gar nichts? Vielleicht oder vielleicht war es ein kleines Signal, aber ein Signal allein reicht nicht. Ein Signal allein reicht nicht. Das ist heute unser wichtigster Satz. Warte, ich schreibe mit. Nicht heiraten wegen Grammatik. Sehr gut. Bitte genau so merken. Aber wenn jemand von sie zu du wechselt, dann ist es schon persönlicher, oder? Ja, es macht die Situation lockerer. Es sagt oft, wir sind nicht mehr ganz fremd. Aber es sagt nicht, ich liebe dich. Richtig. Es sagt eher, ich bin entspannt mit dir. Das ist sehr deutsch. Sogar der Flirt braucht erst eine Analyse. Willkommen. Neues Wort. Die Andeutung. Die Andeutung. Eine Andeutung ist ein kleiner Hinweis. Nicht direkt, nicht klar. Nur ein kleines Zeichen. Zum Beispiel, jemand sagt nicht, ich mag dich, aber bringt dir Kaffee? Stimmt. Das kann eine Andeutung sein. Oder es ist nur Kaffee. Richtig. Deshalb brauchen wir mehr als ein Signal. Okay, Jonas, wir brauchen mehr Informationen. Was ist genau passiert? Also, sie saß neben mir im Kurs. Gut? Erst hat sie mich gesiezt, dann hat sie mich geduzt. Okay. Dann hat sie gesagt, ich hätte eine interessante Art zu argumentieren. Hm. Und am Ende hat sie gefragt, wie war eigentlich dein Test letzte Woche? Ah, Schon wieder dieses Ah. Was bedeutet dein Ah? es bedeutet, jetzt wird es interessanter. Also doch Flirt? Langsam. Wir haben jetzt drei Dinge. Erstens, sie sagt plötzlich du. Zweitens, sie macht ein konkretes Kompliment. Drittens, sie erinnert sich an deinen Test. 3 Signale. Drei mögliche Signale. Warum mögliche? Weil sie vielleicht einfach freundlich ist oder höflich oder aufmerksam oder sie mag dich wirklich. Das hilft mir nicht. Doch, es hilft dir nicht zu schnell zu denken. Zu spät. Dann denken wir jetzt langsam. Bei uns zu Hause wäre ein Kompliment eher, du siehst gut aus. Ja, das gibt es auf Deutsch auch. Aber interessante Art zu argumentieren klingt nicht romantisch. Es klingt wie ein Kommentar von einer Lehrerin. Stimmt, es ist kein klassischer Flirtsatz. Also schlecht? Nicht schlecht, nur anders. Viele Menschen sind am Anfang vorsichtig mit Komplimenten über das Aussehen, nicht nur in Deutschland, Warum? weil es schnell zu persönlich wirken kann, besonders wenn man sich noch nicht gut kennt. Also sagt man lieber etwas über eine Meinung, eine Idee, eine Handlung? Oft ja, zum Beispiel, das hast du gut erklärt oder ich finde deine Sicht interessant oder mit dir kann man gut reden. Mit dir kann man gut reden, klingt schön. Ja, das ist ein gutes Kompliment. Und interessante Art zu argumentieren? Das kann ein Kompliment sein, aber es ist nicht automatisch Flirt.
schon wieder nicht automatisch. Flirten ist kein Automat. Leider. Ein Automat wäre einfacher. Ich drücke B4 und bekomme Liebe. Nein, du bekommst höchstens einen Müsli-Riegel. Auch gut. Neues Wort. Das Muster. Das Muster. Ein Muster ist, wenn mehrere Dinge zusammenpassen und sich wiederholen. Also nicht nur ein Zeichen. Exakt. Nicht nur ein Du, nicht nur ein Kompliment, nicht nur eine Nachricht, sondern mehrere kleine Zeichen zusammen. Ein Signal allein reicht nicht. Achte auf ein Muster. Perfekt. Ich brauche ein System. Okay, wir machen eine Ampel. Rot, Gelb, Grün. Genau. Ich bin bereit. Rot heißt eher kein Flirt. Zum Beispiel, Jemand ist zu allen gleich freundlich. Sie sagt zu allen Du. Sie fragt jeden nach den Hausaufgaben. Sie macht nur normalen Smalltalk. also wie war dein Wochenende? Ist rot? Nicht automatisch rot. Aber allein ist es kein starkes Signal. Okay, gelb. Gelb heißt vielleicht. Jemand merkt sich ein Detail. Jemand fragt noch einmal nach. Jemand sucht öfter das Gespräch. Zum Beispiel, wie war dein Test? Stimmt, das ist gelb. Und grün? Grün heißt, die Person sucht deutlich Kontakt. Sie schreibt dir nach dem Kurs. Sie schlägt ein Treffen vor. Sie macht Zeit für dich. Sie zeigt nicht nur im Kurs Interesse, sondern auch außerhalb. Also wollen wir nach dem Kurs einen Kaffee trinken? Ist grün? Eher grün, ja. Endlich, eine Farbe. Aber auch bei grün ruhig bleiben. Warum? Weil Kaffee auch nur Kaffee sein kann. Lena, du zerstörst mein ganzes System. Nein, ich mache es realistisch. Warte, hast du das selbst schon mal falsch verstanden? Ja, mehr als einmal. Bitte erzähl. Ich hatte mal einen Kollegen. Er hat mir fast jeden Morgen Kaffee mitgebracht. Jeden Morgen? Fast jeden Morgen. Lena, Ja, ich weiß. das war doch offensichtlich. Für dich vielleicht, für mich damals nicht. Ich dachte, er ist einfach nett. Oder er geht sowieso zur Kaffeemaschine. Und dann? Nach ein paar Wochen hat er gefragt, wollen wir mal zusammen essen gehen? Nur wir zwei? Und du? Ich habe gefragt, mit dem Team? Nein, Doch. das tut weh. Ja, ihm wahrscheinlich auch. Also, du bist auch nicht perfekt. Überhaupt nicht. Genau deshalb sage ich, man kann Signale falsch lesen. Was hast du daraus gelernt? Wenn jemand immer wieder kleine Dinge für dich macht, dann kann das eine Andeutung sein. Aber man muss nicht raten bis zum Ende der Welt. Man kann irgendwann ruhig fragen. Was fragt man? Zum Beispiel, meinst du das freundschaftlich oder möchtest du mich besser kennenlernen? Das ist direkt. Ja, aber freundlich direkt. Neues Wort, jemanden kennenlernen. Jemanden kennenlernen. Das heißt, eine Person besser kennenlernen. Nicht sofort Beziehung, nicht sofort Liebe. Erst einmal Zeit miteinander verbringen. Also kann man sagen, ich würde dich gern besser kennenlernen. Eben, das ist klar, aber nicht zu stark. Besser als, ich habe 3 Stunden nicht geschlafen, nur wegen diesem kleinen Du. Viel besser. Okay, aber was mache ich jetzt konkret? Willst du sie besser kennenlernen? Vielleicht? Vielleicht ist keine Antwort. Ja, ich glaube ja. Dann musst du nicht sofort groß flirten. Sag etwas Einfaches. Zum Beispiel? Ich fand unser Gespräch heute schön. Hast du Lust, nach dem Kurs einen Kaffee zu trinken? Das klingt normal. Stimmt, normal ist gut. Nicht, deine Art zu argumentieren hat mein Herz geöffnet? Bitte nicht. Schade. Nein, nicht schade. Gut. Okay, also, hast du Lust, nach dem Kurs einen Kaffee zu trinken? Ja. Und wenn sie sagt ja, gut. Wenn sie sagt nein, auch okay. Auch okay? Ja, dann weißt du es. Klarheit ist besser als 10 Tage Kopfkino. Kopfkino? Wenn dein Kopf einen ganzen Film macht, obwohl du fast keine Informationen hast. Ah, ich habe ein ganzes Kino mit Popcorn.
Dann brauchst du besonders klare Sätze. Und wenn man sich über eine App kennenlernt? Dann ist die Bühne anders, aber die Regel bleibt ähnlich. Ein Signal allein reicht nicht? Richtig. Neues Wort? Ja, das Match. Das Match. Ein Match heißt, ihr habt euch gegenseitig geliked. Dann könnt ihr schreiben. Und anschreiben? Anschreiben heißt, die erste Nachricht schreiben. Also Hi? Kann man machen, aber Hi allein ist langweilig. Autsch. Besser ist etwas Konkretes. Zum Beispiel, Hi, ich habe gesehen, du magst wandern. Wo warst du zuletzt? Das klingt natürlicher. Stimmt. Es zeigt, ich habe dein Profil gelesen. Und wenn sie nicht antwortet? Dann ist das leider normal. Nicht schön, aber normal. Ghosting? Man sagt oft Ghosting oder Ghosten. Einfacher gesagt, jemand bricht den Kontakt plötzlich ab. Gibt es das in Deutschland oft? Es gibt es überall, auch hier. Aber viele finden es unhöflich, weil eine kurze, klare Nachricht fairer wäre. Zum Beispiel? Danke für das nette Gespräch, aber für mich passt es nicht. Das klingt kurz. Kurz ist okay, klar ist okay, gemein ist nicht okay. Neues Wort, die Absage. Die Absage. Eine Absage heißt, jemand sagt Nein. Zum Beispiel bei einem Date, bei einer Einladung oder bei einem Job. Also, ich muss dir leider absagen. Richtig. Oder einfacher, leider passt es für mich nicht. Das ist höflich und klar. Ja, Ich finde Nein sagen schwer. viele finden das schwer. Ich will nicht unhöflich sein. Ein klares Nein ist nicht automatisch unhöflich. Unhöflich ist, wenn man jemanden absichtlich verletzt. Was kann ich sagen, wenn ich kein Interesse habe? Erste Möglichkeit. Du bist nett, aber für mich ist es nicht romantisch. Das ist einfach. Zweite Möglichkeit. Danke für den Abend. Ich glaube, für mich passt es leider nicht. Auch gut. Dritte Möglichkeit, wenn es über eine App ist. Ich möchte ehrlich sein, ich habe kein Interesse an einem weiteren Treffen. Das klingt sehr direkt. Ja, aber es ist fair. Und wenn jemand diskutiert? Dann musst du nicht lange erklären. Nicht? Nein, du kannst sagen, ich habe Nein gesagt. Bitte respektiere das. Das ist stark. Und wichtig, ein Nein ist ein ganzer Satz. Ein Nein ist ein ganzer Satz. Absolut. Was sind typische Fehler? Fehler Nummer 1. Ein Signal zu groß machen. Also, jemand sagt du und ich plane schon die Hochzeit. Stimmt. Nicht gut. Fehler Nummer 2. Nur auf Worte achten. Was soll ich noch beachten? Verhalten. Schreibt die Person zurück? Stellt sie Fragen? Schlägt sie Zeit vor? Kommt von ihr auch etwas? Also nicht nur, was sagt sie, sondern was macht sie? Genau. Fehler Nummer 3. Zu indirekt sein. Ich dachte, deutsches Flirten ist indirekt. Es kann langsam sein, aber irgendwann braucht man klare Sätze. Zum Beispiel, möchtest du einen Kaffee trinken? Ja, einfach, freundlich, kein Gedicht. Ich lösche mein Gedicht. Danke. Fehler Nummer 4. Denken, dass alle Deutschen gleich flirten. Stimmt, Menschen sind verschieden. Richtig. Alter, Stadt, Persönlichkeit, Situation, alles spielt eine Rolle. Also keine Regel ist 100% sicher. Eben. Wir sprechen über Tendenzen, nicht über Gesetze. Lass uns üben. Ich gebe dir 3 Situationen. Du sagst rot, gelb oder grün. Bereit. Situation 1. Im Kurs sagt eine Person zu allen du und fragt dich einmal nach einem Stift. Rot. Gut. Wahrscheinlich nur normaler Kursalltag. Situation 2. Eine Person schreibt dir nach dem Kurs, wie war dein Test? Du warst gestern so nervös. Gelb. Stimmt. Aufmerksamkeit. Vielleicht Interesse. Vielleicht Freundlichkeit. Situation 3. Eine Person schreibt, ich rede gern mit dir. Hast du Lust, am Samstag einen Kaffee trinken zu gehen? Nur wir 2? Grün.
Ja, das ist ziemlich klar. Endlich etwas Klares. Aber du antwortest trotzdem ruhig. Was sage ich? Wenn du Interesse hast? Ja, gern. Samstag passt gut. Und wenn nicht? Danke, aber für mich passt es nicht romantisch. Kurz, klar, fair. Genau. Okay, ich fasse zusammen. Bitte. Erstens, du kann Nähe zeigen, aber im Kurs kann es auch normal sein. Stimmt. Zweitens, ein Kompliment kann ein Signal sein, besonders wenn es persönlich und konkret ist. Ja, aber nicht sofort überinterpretieren. Drittens, ein Signal allein reicht nicht. Man achtet auf ein Muster. Sehr wichtig. Viertens, Handlungen zählen auch. Fragt jemand nach? Erinnert sich jemand? Sucht jemand Kontakt? Richtig. Fünftens, bei Apps sagt man Match, Anschreiben, Date, Ghosten. Und ghosten ist nicht schön, auch wenn es passiert. Sechstens, ein klares Nein ist fairer als langes Schweigen. Perfekt. Und siebtens, nicht heiraten wegen Grammatik. Das ist vielleicht der wichtigste Satz der Folge. Also Lena, was mache ich jetzt mit meiner Person aus dem Deutschkurs? Du kannst beim nächsten Mal normal mit ihr reden. Normal, schwer. Und wenn das Gespräch wieder gut läuft, kannst du fragen, hast du Lust, nach dem Kurs einen Kaffee zu trinken? Ohne Drama, Ohne Drama. ohne Gedicht. Bitte ohne Gedicht. Und wenn sie Nein sagt? Dann tut es vielleicht kurz weh, aber dann weißt du es. Klarheit statt Kopfkino. Stimmt genau. Flirten auf Deutsch ist also nicht kalt. Es ist nur manchmal langsam. Langsam, vorsichtig, manchmal direkt, manchmal unklar. Also ziemlich menschlich. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert den Kanal. Und schreibt uns in die Kommentare, hattet ihr schon mal so einen Moment? Flirt oder nur höflich? Und bitte sagt uns auch, ob Jonas fragen soll. Jonas fragt nicht die Kommentare. Jonas fragt die Person. Stimmt, Klarheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.